Das Wohnungsbauprogramm, wie haben Sie das damals beurteilt? Wir waren in einer Situation, es war noch wie vor bis in die 70er Jahre, das, was man als Wohnungsnot bezeichnen kann. Die Konzeption eines umfassenden Wohnungsbauprogramms ist entstanden durch eine Beratung, eine Diskussion im Zentralkomitee der SED, dem ich angehörte, wo ich aber noch mit einer gewissen Möglichkeit mitdiskutierte, es erlebt habe, die anderen werden es schon machen. Nun komme ich aber in eine direkte Verantwortung. Ich soll auch mitmachen, soll mich also bemühen um ein Wohnungsbauprogramm. Da war die erste Voraussetzung, so habe ich es aufgenommen, wie beherrschen wir den Übergang in ein wirklich industriemäßiges Bauen. Aus der Sowjetunion kam die Technik für die großen Plattenwerke, in Bautzen vor allem. Und die Fachleute waren sehr schnell der Meinung, es ist nicht das Modernste. Wir müssen rationalisieren, um moderner sein zu können. Sodass sich bereits dort an dem Punkt für mich ergab, wie erreichen wir, dass zwischen der Bauakademie und uns ein neues Verhältnis entsteht. Ich kannte den Präsidenten der Bauakademie und das war mein erstes, dass man sich mal zusammensetzte und von ihm hörte, welchen Stand er in der technischen Entwicklung sieht. Wir haben dann an dieser Stelle begonnen mit den Instituten, die es in Dresden der Bauakademie gab. Und der zweite Schritt war wiederum, mit Professor Trauzettel an der Universität zu diskutieren, wie kommen wir dahin, dass wir auch modernere Technik mit einer Architektur verbinden. Dort entstand dann die Idee des Baukastensystems, dass wir Baukästen für Kindergarten, für Schule und annäherten, was ja in Bautzen-Gesundbrunnen dann auch entwickelt und auch angewandt worden ist. Wiederum mit der Überlegung, wie erreichen wir, dass wir mit diesen berühmten Schlüsseln, die es ja gab, es müssen so und so viel Einraum, Zweiraum, Dreiraum, Vierraumwohnungen sein und über den Schlüssel zu wirtschaften. Der einfachste Weg war, man versucht den Schlüssel unten beim Einraum etwas höher zu setzen, dass man damit eigentlich seine Zahlen hatte. Das war aber sozial kompliziert, denn es waren mehr Menschen, die Dreiraumwohnungen haben wollten. Also war der Schlüssel nicht alleine das Problem, sondern man musste auch erreichen, dass wir über diesen Weg Wohnungsbau und den Gesellschaftsbau stärker in ein Verhältnis bringen. Wir werden nie vergessen, dass wir in Dresden dann, das greift schon wieder etwas weiter, in Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre ein, als wir dann im Stadtzentrum mit dem Wohnungsbau begannen, am Platz der Einheit und in diesen Räumen, da gingen wir dazu über und haben dann ein historisches Gebäude ausgewiesen als eine Wohngebietsgaststätte. Und waren mit einmal in einer Situation, dass wir eigentlich einen Altbau haben, wo wir wieder unsere Möglichkeiten ins Spiel brachten. Gebaut hat dann diese Einrichtung das Bauunternehmen der Reichsbahn, die bekam eine Anzahl Wohnungen und ihr Baubetrieb baute mit mal an der Brücke das bekannte Gebäude, das Haus der sowjetischen Freundschaft wurde. Und wir hatten mit mal zwei Probleme gelöst. Einerseits den Gesellschaftsbau vorangebracht, ohne den Wohnungsbau damit einzuschränken. Und das waren eigentlich die Bemühungen, die ich zusammen mit Manfred Scheler als Ratsvorsitzenden und Gerhard Schill als Oberbürgermeister in Bewegung brachten. Und damit hat Dresden viel gewonnen. Wir begannen mit Görlitz, mit Bautzen, mit Zittau. Und ich glaube auch, wenn man heute auf solche Städte schaut, sie sind zwar rekonstruiert mit ihren neu entstandenen Wohngebieten, aber sie halten auch Prüfungen stand. Ja.
Gleich nach 90 war Plattenbau sehr diskriminierend. Heute weiß man, dass mit ihrer Rekonstruktion Gebäude entstanden sind, die nochmal ein halbes Jahrhundert wahrscheinlich halten werden. Und wir sind in einer Situation, auch das kann man vielleicht hier einfügen, dass ich im Moment beratend mit tätig bin für die Rekonstruktion aus den Erfahrungen, die es hier in Berlin gibt, für solche Großplattenbauten in Moskau.